Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. So, wie gesagt, es gibt Videos, die braucht man nicht unbedingt, aber es ist praktisch, sie zu kennen, und manchmal kommt man fast nicht drum rum, und darunter zählen auch die mehrdimensionalen Arrays. Ich finde, die sind eine super Übung, wirklich, aber man braucht sie in der Praxis relativ selten, aber trotzdem muss man sie einfach irgendwie kennen. Sie machen irgendwas mit den Gedanken, dass man später auf jeden Fall verstanden hat, was Arrays sind und wie die Dinger funktionieren. Okay. So, jetzt um was handelt es sich hierbei? Es sind quasi Arrays in Arrays. Deswegen mehrdimensionale Arrays. Ihr könnt euch das Ganze sozusagen als Matrix vorstellen, und da habe ich mal was für euch, und zwar folgendes. So, das hier ist ein mehrdimensionales Array, beziehungsweise sogar nur in Anführungsstrichen ein zweidimensionales Array. Dreidimensional lässt sich hier in dem Editor quasi nicht darstellen. Da müsstet ihr dann sozusagen euch einen Würfel malen und in jede Ecke von dem Würfel, beziehungsweise in diese ganzen Würfelseiten dann Werte eintragen. Aber lasst uns mal hierbei bleiben. 2 Dimensionen reichen völlig aus. Und zwar haben wir jetzt hier ein 3x3, also ein 3x3 Array oder auch eine 3x3 Matrix. So ist die mathematische Aussprache. Falls ihr von der Mathematik herkommt, sagt euch das vielleicht eher was. Ansonsten macht es auch nichts. Ich erkläre euch das jetzt, was das ist. Und zwar, wir haben ein Array in unserem Array drin. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ein äußeres Array. Ihr seht es hier von hier bis hier. Das ist unser äußeres Array. Und in dem Array, die einzelnen Elemente, die davor einfach nur stinknormale Zahlen waren hier, sind jetzt auch wieder Arrays. Und zwar jedes davon hat 3 Elemente. Das heißt, wir haben insgesamt ein äußeres Array, was 3 Elemente hat. Und innen drin haben wir nochmal jeweils ein Array, was 3 Elemente hat. Und am Ende kommen wir bei 3 Arrays in unserem großen Array raus und insgesamt logischerweise dann 9 Werten. Das heißt, wir haben hier Array innerhalb eines Array. Genau. Okay, warum brauchen wir das? Naja, sagen wir mal, wir wollen eine Matrix darstellen, irgendwie fürs Level oder sowas, ist es natürlich super praktisch. Mathematisch, ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr aus der Mathematik kommt, wofür man alles Matrizen braucht. Irgendwelche Berechnungen oder Verdrehungen in Computerspielen sind Matrizen. Meistens sogar 4x4 Matrizen, deswegen ist es wirklich sehr sinnvoll, sich die Dinger mal angeschaut zu haben. Meistens reichen aber 2 Dimensionen aus. Wir könnten jetzt aber noch einen Schritt weiter gehen und sagen, hey, jedes Element hier drin, also jedes Ding, wo jetzt eine Zahl ist, könnte auch wieder ein Array sein aus 3 Elementen, und das wiederum könnte auch wiederum ein Array sein aus 3 Elementen, aber irgendwann wird es einfach mega unübersichtlich. Meistens geht man eigentlich nicht mehr über diese 2 Dimensionen raus. Ganz selten, wie gesagt, noch auf 3 Dimensionen, aber das ist wirklich sehr selten. Okay, so, jetzt, das ist sozusagen der Grundgedanke hinten dran. Die einzelnen Werte sind jeweils mit einem Komma getrennt. Und das gilt sowohl für die inneren als auch für die äußeren Arrays oder für das äußere Array dann. Das heißt, wir haben hier drin in unserem inneren Array, wir haben hier quasi 3 Arrays drin, wie wir wissen, also das ist 1 und das ist 1. Und die Werte innerhalb von den Dingern sind immer mit einem Komma getrennt. Das heißt, ich habe hier ein Komma und hier ein Komma. Dadurch habe ich 3 Werte. Und ich habe hier ein Komma und hier ein Komma. Dadurch habe ich 3 Werte. Und ich habe hier ein Komma und hier ein Komma. Dadurch habe ich auch wieder 3 Werte. Und wenn wir das jetzt uns mal angucken, das hier ist ein Element sozusagen. Ich schreibe jetzt hier tatsächlich nur mal elem hin für ein Element. Das ist ein Element. Und das ist auch ein Element hier drin. Dann habe ich hier auch elem, elem, elem. Und am Ende habe ich dann eben mit Komma getrennt diese 3 Arrays, die wir hier uns reingeschaufelt haben. Also so sieht das dann tatsächlich aus. Jetzt, wie schreibe ich das, wenn ich jetzt hierher gehe und sage, ich möchte, hier hinten fehlt übrigens noch das Semikolon. Wenn ich mir jetzt hier dieses Array definiert habe, dann möchte ich ja vielleicht auch so ein zweidimensionales Array definieren können. Und da unterscheidet sich die Schreibweise mal wieder ein bisschen mehr voneinander. Es gibt Sprachen, da ist es dann tatsächlich hier so gesehen, also einfach nur nochmal so eine eckige Klammer hinten dran, dass ich weiß, okay, es ist ein Array und es enthält Arrays. Oder es ist ein Array, es enthält Arrays und die wiederum enthalten auch Arrays. Also quasi jedes Mal sowas. Was ich auch schon gesehen habe, ist hier einfach ein Komma reinzuschreiben. Das heißt, ich habe hier eckige Klammer auf, also ist es ein Array, ein Komma, also hat es 2 Teile aus Arrays sozusagen. Wir werden jetzt weiterhin aber diese Schreibweise hier benutzen, weil die irgendwie
ja, weiß nicht, ein bisschen sinnvoller ist, finde ich. Es gibt sogar die Schreibweise, dass in dem Array noch ein Array drin ist, also quasi so, wie wir es jetzt hier, Entschuldigung, hier unten geschrieben haben. Aber ja, wir werden jetzt, wie gesagt, diese Schreibweise hier benutzen. Das macht auch nichts. Gut, und dann ist im Prinzip genau dasselbe. Wir haben hier schon ein Array definiert. Naja, machen wir darum erstmal noch ein Array. So, und jetzt können wir hierher gehen und nochmal sagen, hey, ich möchte hier nochmal ein Array drin haben. Und dann sagen wir hier, keine Ahnung, 2, 3 und 12 oder sowas. Und jetzt haben wir ein zweidimensionales Array mit jeweils dreidimensionalen Arrays. Das heißt zweidimensional, weil unser äußeres Array hat nur 2 Einträge. Und dann haben wir hier nochmal jeweils 3 weitere Einträge pro innerem Array. Okay, das kann man auch noch anders schreiben. Da haben wir letztes Mal schon die Schreibweise gehabt. New int von, und dann haben wir gesagt, wie viel passt da tatsächlich rein. Ups. Das waren erstmal das äußere Array, also was wir hier jetzt haben. Im Prinzip haben wir hier ein 3x3 Array. Das heißt, wir haben hier 3 und 3. Also wir sagen hier, wir hätten gerne 3 mal 3 Elemente. Naja gut, 3 Elemente jeweils in der Spalte, in der Zeile, 3 Zeilen. Das hier vorne sind die Zeilen. Also die Zeilen einmal, zweimal und dreimal. Zeilen sind horizontal, während Spalten vertikal sind. Spalten. Und ja, wir haben hier eine Spalte, also das Ding hier, das hier und das hier. Wir haben noch eine Spalte, das hier und das hier. Und wir haben noch eine Spalte, das hier und das hier. Das heißt, wir können so lesen und wir können so nach unten runter lesen. Okay, jetzt fällt euch wahrscheinlich auf, dass die Integer-Arrays innen drin immer gleich sein müssen. Und das ist auch noch ein großes Ding bei Arrays. Wir können nicht verschiedene Typen hier reinmixen. Das heißt, wir können nicht sagen, das hier ist jetzt eine Zahl, das ist eine Ganzzahl und das hier ist eine Gleitkommazahl, während das hier irgendwie ein String ist oder sowas. Und ja, das geht nicht. Wir müssen immer schauen, dass wir dieselben Elemente hier drin haben. Und deswegen, ups, das wollte ich natürlich nicht löschen, Spalten. Und deswegen kann ich hier auch wirklich nur sagen, ich möchte immer die gleiche, die Anzahl an Elementen, die die inneren Arrays haben, müssen dieselben sein. Denn ein Int, also ein Int-Array, c ist gleich new int von 3, hat einen anderen Typ als ein Integer-Array mit 4 oder mit 2. Das ist einfach intern sozusagen, wie es im Speicher abgelegt wird, muss das immer dieselbe Anzahl an Elementen innen drin haben. Okay, ja, jetzt habt ihr sozusagen die Grundlagen für mehrdimensionale Arrays. Ihr könnt jetzt hier noch weitergehen und sagen, hey, ich möchte jetzt noch ganz verrückt sein und noch eine dritte Dimension einfügen. Dann habt ihr hier hinten dran halt nochmal eine Dimension mehr, sprich, jeder Eintrag hier drin ist auch nochmal ein Array. Und das, wie gesagt, könnt ihr euch mal gerne basteln. Ist ein Würfel. Und da haben wir dann sozusagen nicht nur 2 Dimensionen wie auf dem Papier, sondern 3 Dimensionen wie halt bei einem richtigen Würfel. Und je nachdem, wie viele Elemente ihr da drin habt, ist das Ding halt eher ein Quader. Und wenn ihr gleich viele Elemente habt, ist es halt eher ein Würfel. Könnt ihr gerne mal basteln. Das ist, glaube ich, eine super Übung. Und ja, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Nächstes Mal wahrscheinlich dann die Listen, die ich euch letztes Mal schon versprochen habe. Sorry, aber das wollte ich noch vorne dran ziehen, weil das zu Arrays dazu gehört. Okay, dann war's das von meiner Seite und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.